Heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du einen effektiven Redaktionsplan für Social Media erstellst. Aber die Präsenz deines Unternehmens in den sozialen Netzwerken wachsen zu lassen, kann wie eine überwältigende Aufgabe erscheinen. Denk einfach nur an all die gesättigten Plattformen. Doch es gibt eine gute Nachricht. Mit dem richtigen Fokus und den passenden Tools wirst du Erfolg haben. Hallo, ich bin Janina aus dem Growth Team bei HubSpot und ich führe dich heute durch das Video. Apropos Tools, lade dir unsere kostenlose Vorlage für die Erstellung deines Social Media Content Kalenders herunter. Diese führt dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Klicke dazu einfach den Link unten in der Beschreibung, um dir das Template und den Leitfaden zu sichern. Fangen wir an mit Schritt Nummer 1. Wähle zunächst eine Plattform aus, auf die du dich konzentrieren möchtest. Das heißt, investiere lieber nicht gleich in alle verfügbaren Kanäle. Viele Leute unterschätzen den Arbeitsaufwand, aber ich kann dir versichern, dass die Pflege von Social-Media-Kanälen zeitintensiv und aufwendig sein kann, vor allem für Unternehmen. Nicht umsonst haben viele Unternehmen sogar ganze Teams, die sich ausschließlich um ihre Social-Media-Aktivitäten kümmern. Wenn du aber gerade erst mit Social Media anfängst, ist dies die perfekte Gelegenheit, eine Plattform auszuwählen und dich auf die Art von Inhalt zu konzentrieren, die am besten zu deinem Unternehmen passt. Das spart dir viel Zeit und Mühe und führt zu einem viel übersichtlicheren Social-Media-Kalender. Hast du zum Beispiel eine Agentur für Eventdesign, solltest du vielleicht mit Instagram und TikTok starten, um ästhetische Fotos und kurze Videos deiner Produkte zu zeigen. Wenn du aber ein Online-Business betreibst, das Kurse anbietet, solltest du eher auf Facebook und YouTube setzen, um längere Videoinhalte von deinen Produkten bzw. Dienstleistungen zu teilen. Eine Liste mit deinen Unternehmenszielen kann dir dabei helfen, zu bestimmen, welche Plattform sich am besten für dich und deine Vorhaben eignet. Bist du bereits auf Social Media aktiv, kann ein Audit deiner bisherigen Social Media Bemühungen hilfreich sein, um festzulegen, in welche Plattform du weiterhin Zeit und Ressourcen investieren möchtest. Dazu stelle dir am besten folgende Fragen. In welchen sozialen Netzwerken bist du bereits vertreten? Auf welchen Plattformen ist deine Konkurrenz zu finden, du aber nicht? Auf welchen Kanälen erhältst du die meisten bzw. wenigsten Interaktionen? Welche Inhalte und Inhaltsformen performen am besten bzw. am schlechtesten? Um Fehlentscheidungen zu vermeiden, solltest du diese Fragen unbedingt mit Hilfe von Daten beantworten und dich nicht auf dein Bauchgefühl verlassen. Nun, da du die Plattform bzw. Plattformen ausgewählt hast, auf denen du aktiv sein möchtest, heißt es in Schritt 2, planen, planen, planen. Es ist sinnvoll, Inhalte einen Monat im Voraus zu planen. Natürlich sollte man trotzdem weiterhin in der Lage sein, spontan Trendthemen mit aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und weißt du, was die Planung von Social-Media-Inhalten zum Kinderspiel macht? Ein Planungstool. Genauer gesagt, der Social-Media-Kalender von HubSpot. Unsere Vorlage ist ein echter Social-Media-Gamechanger, wenn es um die Planung deiner Social-Media-Inhalte geht. In dieser kannst du all deine Inhalte und Ideen festhalten. Von Instagram und TikTok bis hin zu Facebook und LinkedIn. Es gibt eine Registerkarte für jede Social-Media-Plattform. Das heißt, egal ob du auf einer oder mehreren Plattformen aktiv bist, all deine Inhalte sind in einem Dokument organisiert und befinden sich in ihrer eigenen Registerkarte. Die Vorlage beinhaltet auch einen monatlichen Redaktionskalender. Mit diesem kannst du im Voraus planen und sehen, was jeden Tag des Monats veröffentlicht wird. In der rechten oberen Ecke befindet sich ein Farbkodierungssystem, das es dir einfacher macht, deine Strategie zu koordinieren. Jede Farbe steht dabei für unterschiedliche Inhaltsarten und Kampagnen. Diese können von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Deshalb passe die Farbkodierung unbedingt an deine Bedürfnisse an. Die Vorlage verfügt auch über eine Registerkarte mit einem Zeitplan. Hier kannst du festhalten, welche Inhalte wann und auf welcher Plattform live gehen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Registerkarte, in der du Inhalte speichern kannst, die du auf anderen Plattformen wiederverwenden möchtest. Social-Media-Plattformen konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Nutzer und Nutzerinnen und möchten, dass diese möglichst lang verweilen. Das heißt, dass jede Plattform Profile bevorzugt, die regelmäßig posten und mit ihrer Followerschaft interagieren. Wenn du regelmäßig postest, verbringst du mehr Zeit auf der Plattform. Und wenn du mit anderen Personen regelmäßig interagierst, dann hältst du diese länger auf der Plattform. Die Moral der Geschichte ist also, sei konsequent und nutze ein Tool wie den Social-Media-Kalender von HubSpot, um den Überblick zu behalten. Den Link dazu findest du wie gesagt unten in der Beschreibung. Weiter geht's mit Schritt Nummer 3. Um eine effektive Social-Media-Strategie zu entwickeln, solltest du deine Nische finden und deine Konkurrenz kennen. Um konsistent zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben, musst du mit den Trends in deiner Nische Schritt halten und im Auge behalten, was konkurrierende Accounts machen.
Achte also darauf, wie diese Profile mit ihrer Followerschaft interagieren. Schaue auch, welche Fragen bzw. Kommentare die Leute hinterlassen, die auch du auf deinem Profil beantworten könntest. Aber denke daran, niemals Inhalte zu klauen oder zu kopieren. Das ist ein absolutes No-Go. Was du aber tun kannst, ist eine Liste von Profilen zu erstellen, die deinem ähnlich sind und zu beobachten, was diese tun, was funktioniert und was nicht. Darauf basierend kannst du dann deinen eigenen Plan aufbauen. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept für das Erstellen von Online-Inhalten. Das heißt, probiere dich aus, um herauszufinden, welche Inhalte für dein Unternehmen, deine Ziele und deine Zielgruppe am besten funktionieren. Und das bringt mich zu Schritt Nummer 4, das Erstellen von zielgruppenrelevanten, originellen und qualitativ hochwertigen Inhalten. Bietet dein Inhalt einen Mehrwert? Würdest du bei deinem Content selbst innehalten und ihn dir anschauen oder findest du ihn langweilig? Bringt dein Content jemandem etwas bei? Werden die Leute zum Lachen gebracht? Denke immer daran, Qualität geht vor Quantität. Viele Profile veröffentlichen jeden Tag belang- und sinnlose Inhalte. Und es ist verlockend, genau das Gleiche zu tun. Doch das ist nicht nachhaltig und trägt nicht zum langfristigen Erfolg bei. Deswegen ist es wichtig, Trends im Auge zu behalten und einen Redaktionsplan zu nutzen, um organisiert vorzugehen und bessere Ergebnisse für dein Unternehmen zu erzielen. Denn originelle Inhalte, die auf deine Zielgruppe abgestimmt sind, sind unerlässlich, um in den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit zu erregen, ein positives Markenimage zu schaffen, sowie Follower und Followerinnen zu gewinnen und zu binden. Der letzte und wohl wichtigste Schritt, nachdem du deine Followerschaft aufgebaut hast, besteht darin, mit dieser auch zu interagieren, wenn du sie halten möchtest. Betrachte deine Follower und Followerinnen als Community und nicht nur als Publikum. Sie folgen dir, weil du ihnen einen Mehrwert bietest. Wenn deine Followerschaft dir Kommentare hinterlässt oder Fragen stellt, ist es dein Job, auf diese auch einzugehen. So zeigst du Wertschätzung. Wenn du gerade erst mit Social Media anfängst, ist es sinnvoll, Fragen zu stellen. Du kannst beispielsweise deine Followerschaft fragen, welche Art von Inhalten sie gerne sehen möchten. Auf diese Weise kannst du auch Feedback zu den Inhalten einholen, die du derzeit veröffentlichst, um zu sehen, was gut funktioniert und was nicht. Letztendlich geht es darum, deinen Kanal menschlicher und glaubwürdiger zu machen. Okay, lass uns zusammenfassen. Erstens, konzentriere dich zuerst auf 1 bis 3 Plattformen und baue diese auf. Danach ist es einfacher, deine Präsenz auf anderen Plattformen aufzubauen. Zweitens, verwende ein Tool wie den Social Media Redaktionskalender von HubSpot, um all deine Inhalte an einem Ort zu organisieren. Drittens, finde deine Nische und identifiziere Trends sowie deine Konkurrenz. Viertens, erstelle originelle und zielgruppenspezifische Inhalte, die zur gewählten Plattform passen. Und fünftens, interagiere mit deiner Followerschaft. Möchtest du noch mehr zum Thema Social Media lernen? Dann schau in der HubSpot Academy vorbei. Hier findest du unsere kostenlose Social Media Zertifizierung. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Hinterlasse uns gerne einen Kommentar und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal für weitere Tipps, die dir beim erfolgreichen Wachstum deines Unternehmens helfen und schaue dir noch weitere Videos an.